Willkommen zu Frequent Traveler TV. Mein Name ist Lars Korsten und ich habe wieder für euch frisch gepresste Themen. Themen, die wir haben heute sind Airbus A350, da möchte man deutlich höhere Produktionszahlen haben. Dann geht es weiter mit Lufthansa. Eine geile Sache, die ich am eigenen Leib jetzt gerade wieder erfahren habe, weil ich doof war. Tickets können storniert werden innerhalb von 24 Stunden nach Buchung, aber leider nicht alle. Air India, Neuigkeiten von dem Absturz. Kein Defekt an den Treibstoffschaltern. Also insofern, diese Theorie schließt man jetzt aus. Und Lufthansa Meister Moore verkauft wieder Meilen. Naja, nun gut, Bundles and More und so wie das heißt. Ne? Gucken wir uns auch nochmal an. Ihr denkt dran, wie immer, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch natürlich auf School zu kommen. Das erste Thema, was wir haben, Airbus plant deutlich höhere A350 Produktion, muss man natürlich immer in Relation setzen, und zwar für die frühen 2030er Jahre. Ja, ihr habt richtig gehört, die geplante Rate von 12 Flugzeugen pro Monat soll nur ein Zwischenziel sein, ein Zwischenstopp. Für einen weiteren Hochlauf wäre aber eine zweite Produktionslinie nötig. Fakten, wie ist es so? Also im Moment werden so 8 bis 9 A350 gebaut im Monat. Bereits gesetztes Zwischenziel 12 A350 pro Monat offiziell für 2028 geplant und angestrebte Rate für die frühen 2030er Jahre deutlich mehr als 12. Was heißt deutlich mehr als 12? 15, 18, 20? Naja, auf jeden Fall ist es die mögliche Richtungsentscheidung noch im Verlauf des Jahres 2026, weil man für einen weiteren Ausbau eine Assembly Line braucht, also da, wo man das Flugzeug zusammen tackert. Und mit der jetzigen Assembly Line ist 12 die maximale Zahl und dann ist da Schluss. Dann führt man natürlich auch noch im Moment ein anderes Modell einführen oder will einführen oder denkt darüber einzuführen, die A350 1100 oder 1100 oder so oder die 2000, je nachdem wie das Modell heißen wird, also eine verlängerte Form der Tausender. Zielgröße ist dies, von diesem gestretchten Modell sind ungefähr 380 Sitze. Direkter Wettbewerb ist dann natürlich mit der 777-9er am Start. Rolls-Royce soll ein neues Triebwerk in Aussicht stellen, was mehr Leistung bringt. Aber wir müssen halt auch wissen, es hängt von Rolls-Royce ab. Warum? Weil bei der Airshow in Farnborough haben die ganzen Airlines gesagt, ja, wir wollen eine größere Maschine haben, aber die Reichweite muss gleich bleiben. Also das heißt, man muss, um die Reichweite gleich zu bleiben, auch die Zuladung und alles soll gleich bleiben. Also muss man leistungsstärkere Triebwerke haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Und die Entwicklungszeit einer solchen Triebwerksvariante dauert natürlich 6 bis 7 Jahre ungefähr, nur damit man es mal so heißt. Und damit wäre vor 2032 kein Markteintritt der A350 2000, ihr wisst schon, wie das Ding heißt. Airbus bestätigt offiziell eine starke Nachfrage und das Ziel von 12 350 monatlich im Jahr 2028 und dann eine weitere spätere Erhöhung. Was gibt es denn heute schon? Den 350-900, den 350-1000, dann den 350-900 ULR, dann den 350-1000 ULR und wir dürfen die 350F, also die Cargo-Variante davon, nicht vergessen. Ja, wenn man die Jahresproduktionsrate sieht, bei 8 Flugzeugen sind es 96 Flugzeuge pro Jahr. Wenn wir sagen, wir machen 20, sind es schon 240 Flugzeuge pro Jahr. Und bei 12 Uhr Schluss ist, werden es nur 144, also dass man es mal gehört hat. Und damit wäre halt der Hochlauf von 8,5 auf 15 Flugzeuge monatlich fast eine Verdopplung. Warum will Airbus schneller produzieren? Weil natürlich die Nachfrage steigt, immer mehr Leute wollen Flugzeuge haben. Ältere Flugzeuge, 747 und so weiter, die fallen weg. Und dann ist es natürlich so, dass das ein Thema ist, dass man dort Ersatz macht. Ja, als Fazit kann man für diesen Case nur zusammenfassen: Airbus will die 350 von einem erfolgreichen Programm zu einer industriellen Säule der 2030er Jahre umbauen, ausbauen. Die zweite Endmontage dafür ist wichtiger als die reine Modellankündigung. Und ganz wichtig ist auch der 350-2000er, ergibt nur Sinn, wenn die Triebwerke mehr Bums haben. Und das ist halt ein Thema. Da muss man jetzt Großkunden zusammenbringen und dann bei Rolls-Royce die Triebwerke auch sagen, gib mal. Naja, und dann natürlich die größte Herausforderung ist nicht die Nachfrage, sondern der stabile Hochlauf und die Lieferkette. Lieferkette ist immer noch ein Thema.
Ja, soll Airbus Milliarden in die zweite 350-Linie und 350-2000er investieren. Konnte ja als Armchair-CEO einer Bude, die Flugzeuge baut, mal entscheiden. Dann haben wir Neuigkeiten aus Indien bei dem Defekt an den Treibstoffschaltern. Und zwar geht es um die Air India AI-171, die ja nach dem Start direkt ins Haus gerannt ist in Ahmedabad, auf dem Flug nach London Gatwick. Es handelte sich ja um eine Boeing 787-8er. 241 von 242 Menschen an Bord sind ums Leben gekommen. Der eine Kollege, der da am Ausgang saß, der ist ja wie durch ein Wunder da unverletzt weggerannt. Und Sitzplatz war 11a. Und beide Treibstoffschalter wechselten ja nach dem Start von Run auf Cut-Off und anschließend wieder auf Run. Und an den Schaltern wurden keine technischen Auffälligkeiten gefunden. Warum ist das wichtig? Es ist deshalb wichtig, weil man technisches Versagen ausschließen möchte und man möchte halt auch einfach sicherstellen, dass da kein Problem ist. Man hatte ja irgendwie bei BA oder sowas, gab es da irgendwie einen Fehler. Aber sieht leider anscheinend, oder Gott sei Dank, eher nach was anderem aus. Heißt also, dass der fehlende Befund an den Schaltern ein wichtiges Zwischenergebnis ist, aber natürlich noch keine Unfallursache. Die zentrale Frage bleibt, warum beide Triebwerke in der Startphase ihre Treibstoffzufuhr verloren. Und eine absichtliche Betätigung durch einen bestimmten Piloten ist bislang nicht offiziell bewiesen, auch nicht abschließend, ganz wichtig. Erst der Abschlussbericht kann technische, menschliche und organisatorische Faktoren belastbar zusammenführen. Und da sollten wir uns mal anschauen, was da passiert. Frage des Tages dazu ist, sollten Ermittler mehr Zwischeninformationen veröffentlichen oder bis zum belastbaren Abschluss schweigen? Dann habe ich ein Thema Lufthansa-Tickets, Finnair-Tickets. Und zwar haben wir ja wieder Stammtisch am 7.8. in Berlin. Wer kommen möchte, ist herzlich eingeladen im Grand Hyatt, 18 Uhr. Und am Samstag, am 8.8. im Airbräu in München. Und ich habe Tickets gebucht und ich habe festgestellt, Alter, bist du dumm? Heißt also, ich habe die falschen Daten eingetackert. Ich hatte anstatt August, September reingetriggert und habe bei Lufthansa angerufen und gesagt, du, ich bin doof, können wir das Ticket noch umbuchen? Da haben sie mich wieder informiert, hey, du hast eine 24-Stunden-Storno-Regel und die können dann quasi ohne Strafgebühr storniert werden, Flüge. Heißt also bis 24 Stunden nach Reservierung. Wie funktioniert das? Wenn ich also heute einen Flug buchen würde und der ist mehr als 7 Tage in der Zukunft, könnte ich bis morgen Abend 23:59 Uhr Frankfurt Time das Ticket stornieren. Auf Kulanz, was ich cool finde. Aber die Lufthansa-Thematik ist so, dass das Ticket halt wirklich auf lufthansa.com etc. ausgestellt werden muss. Und es ist halt wirklich grundsätzlich nur bei Stornierung sämtlicher Flüge und für alle Passagiere auf derselben Reservierung. Man kann jetzt einen Trick machen, wenn man zu zweit, zu dritt oder sowas fliegt und von 2 Leuten oder 3 Leuten will einer nicht mehr fliegen, dann kann man das Ticket splitten und kann das gesplittete Ticket stornieren. Ne? Aber Teilstornierungen sind halt nicht von dieser Regel umfasst, deshalb ist das so ein bisschen so ein Graubereich. Und Gebühren für eine Preisgarantie bzw. Reservierungssicherung können ausgeschlossen sein. Und die Erstattung erfolgt natürlich auf das Zahlungsmittel, mit dem gezahlt worden ist. Heißt also, dass das dann auch dauert, bis das Geld wieder zurückkommt. Und die kostenlose Stornierung wird häufig in der App oder auf der Webseite angezeigt. Und da könnt ihr einfach mal gucken. Also wichtig ist, Buchungen von weniger als 7 Tage sind nicht umfasst. Buchungen über ein Reisebüro-Drittportal, möglicherweise Einzelsonderprodukte, Teilstornierung nur eines Passagiers, Teilstornierung einzelner Segmente und separate Gebühren für eine Preisgarantie. Und deshalb nochmal der Hinweis, auf der US-Webseite steht es folgendermaßen, up to 24 hours after the reservation is made. Also deshalb kann man sich nicht so auf die 23:59 Uhr so verlassen. Wer in den USA hat also das gilt für amerikanische Tickets dass es diese Stornierungsoption gibt. Und deshalb ist das möglich. Aber Lufthansa ist da etwas kulanter und großzügiger. Aber ihr solltet das halt wirklich nur machen, wenn ihr wirklich, also man sollte das nicht zu sehr ausnutzen, um es mal zu sagen. Nachdem die Frist abgelaufen ist, habt ihr ein Problem, dann werden nur Steuern erstattet oder natürlich gegen Gebühr.
Und vor allem, wenn es einer dieser merkwürdigen Flüge war, wo Lufthansa gesagt hat, ja, also ihr könnt das stornieren, aber es kostet dann 1.500 Euro, dann wäre das bei einem Flex-Tarif diese Gebühr, die ihr bezahlen müsst. Ganz wichtig. Nicht automatisch erstattbar wären dann natürlich Airline-Zuschläge, internationale bzw. nationale Zuschläge und so weiter. Also richtig ist, es hängt dann immer vom Tarif ab, wenn ihr außerhalb der Kulanzzeit seid. Ansonsten gibt es 100%. Was gibt es dazu zu sagen als Risiko, falsches Vertrauen? Da macht das so schnell wie möglich, wenn ihr einen Fehler entdeckt. Drittanbieterbuchung, Abflug in weniger als 7 Tage und Teilstornierung nicht möglich. Das sind so die wichtigsten Sachen. Als Fazit ist so, dass es natürlich ein direkter, geiler Schutz ist bei Buchungen auf der Lufthansa.com-Seite, dass man innerhalb von 24 Stunden stornieren kann. Gilt aber nur halt, wie gesagt, wenn die 7 Tage sind. Ich kann es immer nur wiederholen und deshalb sage ich es auch so oft, damit ihr das nicht verpennt. Ich hatte das nämlich bei Finnair, die haben dieselbe Regel und ich hatte ein Ticket gebucht und sie wollten das nicht stornieren, weil der Abflug halt quasi übermorgen ist und dann habe ich mich auf Irrtum berufen. Ne, also das heißt, dass das Irrtum ist. Wichtig ist natürlich, dann haben sie aus Kulanz gemacht. Gott sei Dank als Platinum Lumo bei Finnair hat man dann doch ein bisschen Glück gehabt. Ja, wichtig ist halt, nach Ablauf der Frist sind halt häufig staatliche Steuern, bestimmte Gebühren erstattbar, aber nicht automatisch jeder ausgewiesene Zuschlag. Also etwas Geld gibt es, aber halt nicht alles. Und sollte eine kostenlose 24-Stunden-Stornierung für alle Flugbuchungen der EU gesetzlich vorgeschrieben werden? Das ist die Frage des Tages. Und wir haben wieder einen Deal bei Lufthansa. Lufthansa Miles & More verkauft Meilen ab 1,17 Cent je Paket, kommt drauf an. Aktionszeitraum 1. bis 31. August ist nur für Erstkäufer und Angebot kann auch personalisiert sein, nur dass ihr es wisst. Bonus bis zu 50%, niedriger Preis ist dann halt 1,17 Euro, also 17 Cent. 250.000 maximal pro Jahr könnt ihr kaufen, das wäre so das Thema. Aktionsboni werden nach Darstellung des Lufthansa-Bedingungsthemas gesondert behandelt. Kann also bis zu 5 Tage dauern, bis die Gutschrift kommt. Kauf ist nicht erstattbar. Abwicklung läuft natürlich über den lufthansapoints.com Partner. Die Pakete sind XS mit 3.000 regulären Meilen, die geben 4.500. S mit 10.000 gibt 15.000 Meilen. M 50.000 gibt 75.000 Meilen. Ach ja, kostet 1.000 Euro und 1,33 Cent. Das Maximumpaket sind also im Prinzip 100.000 kaufen, 150.000 bekommen, sind 1.750 Euro als Preis, also 1,17 Cent pro Meile. Bundle & Go ist halt kein reines Meilenpaket, sondern da gibt es ja auch Abis-Vorteile, Hotelcars und Boni, Priority-Pass-Rabatte und gegebenenfalls auch einen Status bei Avis. Also für den einen oder anderen macht das durchaus Sinn. Es macht halt Sinn, wenn man konkret eine Prämie hat oder sowas. Deshalb lasst mich direkt das Fazit wieder machen, damit ihr das alles wieder zusammengefasst habt. 1,17 Cent ist ein starker Preis, aber nur beim größten und teuersten Bundle zu bekommen. Der Kauf lohnt sich nicht zum spekulativen Vorrat, sondern für konkrete Premium-Buchungen, wenn ihr also da einen Use Case habt. Dynamic Pricing, hohe Zuschläge können den für manche Vorteil schnell aufzehren. Wer warten kann, bekommt möglicherweise eine 60% Aktion, die liegt dann bei 1,09 Cent pro Meile, heißt also, wäre ein bisschen billiger. Und die Frage ist, würdet ihr 1.750 Euro zahlen, um die 150.000 Meilen zu bekommen? Bin ich gespannt auf eure Antwort. Und ihr könnt dann als Gesamtfazit der Sendung sehen, Airbus plant bis 2030er Jahre mit dem Ausbau und vielleicht mit der zweiten Produktionslinie vor dem 350er. Denn der A350er 1900 und auch die ULR-Varianten werden eventuell ergänzt durch einen 2000er und die Cargo kommt ja auch noch, die F. Hängt aber von der Lieferkette alles ab. Das will man dann gucken. Air India gibt es zumindest eine Zwischenergebnis, dass die technische Untersuchung ergeben hat, dass die Schalter zumindest kein Grund sind für den Unfall. Und die intakten Schalter beweisen aber weder eine absichtliche Betätigung noch schließen sie andere Systemfehler vollständig aus. Die Lufthansa 24-Stunden-Stornierung ist wertvoll, ganz klar, aber enger begrenzt als manche da suggerieren. Also das heißt, man muss da schon aufpassen. Und Miles & More ist natürlich wie immer mit Bundle & Go. Anscheinend sind sie da wieder auf Geld, Knete. Aber der rote Faden der heutigen Sendung ist halt einfach Detailbedingungen entscheiden bei Flugzeugprogrammen, Unfallermittlung, Stornierung und Einkäufen. Also das heißt immer Kleingedrucktes lesen und alle Details kennen.
Ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch auf School zu kommen und dort zu diskutieren. Und was diskutieren wir auf School? Natürlich die Frage des Tages. Frage des Tages ist doch logischerweise, braucht die EU eine gesetzliche 24-Stunden-Storno-Regel und würdet ihr 1.750 € für 150.000 Miles & More Meilen bezahlen im Bundle & Go? Also in dem Sinne, danke und bis zur nächsten Sendung. Ciao, ciao.